Hallo, heute möchten wir euch gerne mitnehmen nach Tequila, wo die blauen Agaven zur Herstellung des gleichnamigen alkoholischen Getränkes angebaut werden. Wir sind zu Gast auf dem Landgut Puntual mit biologischem Anbau und nehmen dort an einer Besichtigung der Agavenfelder und Destillerie mit anschließender Verkostung teil. Weiter geht es in die archäologische Ausgrabungsstätte Guaximontones, weltweit einzigartig und UNESCO-Weltkulturerbe. Schließlich lassen wir uns vom historischen Ortszentrum der Stadt Guadalajara beeindrucken, mit ausgeprägten blühenden Grünanlagen und prächtigen Gebäuden. Schön, dass ihr dabei seid. Tequila und das Landgut Tequila Puntual begeisterten uns auf Anhieb. Die Stadt wurde 1530 im Rahmen der spanischen Eroberung gegründet und verdankt dem gleichnamigen Vulkan ihren fruchtbaren Boden. Die Stadt Tequila liegt im mexikanischen Bundesstaat Jalisco. Nur der aus blauen Agaven gewonnene Alkohol, die in Jalisco und in einigen weiteren Bezirken in den umliegenden Regionen angebaut worden sind, darf die Bezeichnung Tequila tragen. Am Sportplatz in der Stadt war ein beliebter Boondockingplatz. Trinkwasser gibt es in Mexiko in sogenannten Garrafons, die auch ausgeliefert werden. Bunt blühten hier die Straßenbäume. Stadtverwaltung von Tequila. Gekochte Agave, die ausgepresst und mit Hefe vergoren wird zur Herstellung von Tequila. Das war die Anfahrt zum Landgut Tequila Puntual, wo uns das Paradies erwartete. Das ist ein Temascal für saunaartige Dampfbäder mit Vulkangestein, beheizt mit Feuer. Das war Fritz Freiheit mit Verena, Michael, Amy und Kenu, die wir so oft schon in Baja California getroffen hatten. Und das war Bushan, unser Hausschaf.
Mangobaum in Blüte. Mahagonibaum. Heute machten wir mit José eine Führung durch seine Bio-Agavenplantage mit Blick auf den Vulkan Tiquía. Das waren Ableger der Agaven, die im Schatten lagerten. Die Agavenfelder wurden durch Kühe und dem Pferd von Wildkräutern freigehalten. Das Schaf hatte gelernt, Agaven zu fressen und durfte nicht mehr helfen. And I remember the story of the agave. And in this time, when any traveler from London or New York come to here, I say, now the agave is better business than the financial farming centers in London. What is called in New York. And the people smile and take the calculator and say, yes. Und jetzt durfte Klaus sein Können beim Agavenableger abstechen unter Beweis stellen. Das Kälbchen war laut José eine In-vitro-Fertilisation aus Europa. Josés Tiere waren alle zutraulich und interessiert. Das war der Biodünger. Und jetzt ging es zur Destillerie. In diesem Ofen werden die Agavenherzen gekocht. Ein Agavenherz wiegt bis zu 80 Kilogramm. Das sind Aufnahmen, die José uns zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.
Jetzt ging es an die Verkostung. Das war der sogenannte Blanco, sofort abgefüllter Tequila. Jetzt kam der Reposado, 6 Monate gelagert in Eichenfässern. Anejo wurde 1 Jahr gelagert und kostete 990 mexikanische Pesos die Flasche, also ca. 54 €. Und Extra Anejo ist 3 Jahre gelagert. Eine solche Flasche kostete 1990 mexikanische Pesos, also ca. 107 €. Die letzte Tequila-Kategorie, der sogenannte Gran Reserva, hat 10 Jahre gelagert und wurde nicht verkostet. Das ist eine Cocuixtle, die Frucht einer anderen Agave, und schmeckte exzellent zum Tequila. Dann ging es zum entspannenden Teil über, den wir richtig genossen haben. Eisessen am Pool, Sauerteigbrot backen, unser erstes, lieben Dank Verena, und so lecker, unser Hausschaf streicheln, farbenfrohe Kleidung tragen, wieder Eis essen am Pool, während unser Hausschaf wieder käute. Das ist ein Obsidian-Vulkanstein aus der Nähe betrachtet. Vom Landgut Puntual machten wir eine kleine Wanderung in Richtung Tequila-Vulkan. Und im Kreise vieler Liebe verbrachten wir in Casa Puntual unseren letzten Abend. Und am Abfahrtstag blieben nicht alle Flaschen dort. Jetzt wurde es andersartig kulturell. Das UNESCO-Weltkulturerbe Guachimontones im Ort Teochtitlán stand auf dem Programm.
Hierbei handelt es sich um konzentrisch angelegte Rundpyramiden, weltweit einzigartig in ihrer Art. Auf den ringsum angeordneten Plattformen standen seinerzeit Tempel. Im Museum gab es auch eine Filmvorführung. Wayne and Garcia's explorations have inspired numerous research projects by a new generation of archaeologists. Moderne Wandmalerei. Jetzt sind wir im Freigelände. Unser nächstes Ziel, die Millionenstadt Guadalajara, war schnell erreicht. Auffällig waren hier die umschlossenen und gesicherten Wohngebiete. Hier leben auch viele Nicht-Mexikaner. Im Weiteren ließ sich die Stadt super zu Fuß erkunden. Die Stadtplanung war grandios. Autostraßen, beidseitige Fahrradwege, mittig der breite Fußgängerbereich. Alles weitgehend vom alten, wunderschönen Baumbestand beschattet.
Kathedrale. Guadalajara hat eine U-Bahn. Oigo las ruedas de la mente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. Polizei im Renault Twizy, Elektrokutschen, und inmitten dieser Bauwerke ein riesiger Markt mit allumfassendem Sortiment. Hier wurde die Kokosnuss nicht, wie in anderen Ländern, oben geöffnet, mit Löffel und Trinkhalm angeboten, sondern die Kokosmilch in eine Plastiktüte mit Strohhalm gefüllt und das zarte, junge Fruchtfleisch ebenfalls in eine Plastiktüte verpackt. Para dolores, calambres, A instalar, pues. Sí, Le dije, vente, vámonos a desayunar. Ahí van ya dos con el... con marihuana. Verde peyote con marihuana para los dolores. Esta semana hasta no traía cambio y como esta semana me compró uno también. Pero el problema no era ese, el problema era que yo fui a comprar las cosas, pero yo se los había dado las cosas que había comprado y se los habían llevado en las aguas. El problema era que yo tenía que comprar limones, no tenía limones. Dije, entonces no le puedo dar limones, ¿eh? Sí, por eso me fui. Pero, oh, mire, pero cuando pasa eso, ¿se lo puede llevar así, güey? Sí, la otra semana ella no traía cambio, y me voy a ahora más. Ándale, yo pensé que la pueden pensar que me lo quise vender. Pero estaba, ya que estaba en Chile. Ya no está aquí. Te iba a hacer Ahorita cuando me desojo, güey. Es mi negocio, tengo que tener todo. Ya me dijo cerrar. No, mejor yo mis cosas, yo tengo que hacer la yoga. Me van otras cosas que no son y ya no podemos. Tengo que hacerlo, no ocupo, ¿verdad? Dale uso, caso. Digo, si le falla cambio, no sé, ¿sí me entiendes? Sí, porque le cuesta trabajo, pero también cualquier vuelta. Ándale cuando uso.
Unterwegs in der Altstadt kauften wir diese köstlichen kleinen mexikanischen Bananen. Wir verlassen Guadalajara in Richtung San Miguel de Allende und fahren am überdüngten Lago de Chapala vorbei, über Irapuato durch ausdruckslose Landschaft und durch Abbrennen von Wildkräutern und wohl ungefilterte Industrieabgase schlechte Luft. Wir verlassen den Bundesstaat Jalisco und fahren in den Bundesstaat Guanajuato. So, das war's für diesmal. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn euch der Film gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal. Wir sind jetzt weitergefahren zu einer Autowerkstatt in San Miguel de Allende im mexikanischen Hochland, um Wartungsarbeiten am Unimog durchzuführen. Und anschließend möchten wir euch gerne mitnehmen zur Besichtigung von San Miguel de Allende, einer Stadt, die die UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt hat. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute!